Sie begrüßen. Meinen Namen kennen Sie sicherlich. Ich bin heute oder spreche heute zu Ihnen mit einem ganz, ganz anderen Anliegen und einem ganz anderen Thema. Es geht heute nicht um Filler und es geht auch nicht um Fadenliftings und es geht auch nicht um andere Dinge, die wir sonst an Unterspritzung in der Ästhetik machen. Es geht heute um eigentlich ein ganz, ganz wesentliches Thema, was eins meiner Hauptgebiete ist in der Praxis. Es geht um das Thema Haut. Und der schönste Filler und die schönsten Fadenliftings bringen alle nichts, wenn nicht die Hautoberfläche gesund ist. Und da Haut ein bisschen meine Passion ist und da ich dort auch geschult worden bin von meinem Lehrmeister Dr. Zain Obagi mit dem Konzept ZO Skin Health, möchte ich Ihnen heute Haut verdeutlichen. Was ist gesunde Haut, was ist kranke Haut, wie können wir Pigmentstörungen, wie können wir solare Keratosen, wie können wir Rosacea und auch andere Hauterkrankungen ganz, ganz effektiv behandeln. Und damit das nicht so eintönig wird und damit Sie dranbleiben und wirklich auch ein bisschen vielleicht eine Begeisterung für Haut entwickeln, werden wir das Ganze in einer Interviewform machen. Sie werden Vorher-Nachher-Bildern sehen aus meinem Patientenstamm. Sie werden meinen Lehrmeister sehen und ich versuche Ihnen in kürzester Zeit zu vermitteln, was gesunde Haut ist, wie wir gesunde Haut bekommen, was unser Konzept ist, auch in meinem Institut www.skinandbeautykonzept.de und warum es so wichtig ist und warum es im Grunde genommen ein Luxus ist, gesunde Haut zu haben. Warum ZO Skin Health, Frau Dr. Kenner? Nun, wir haben mit Dr. Obagi sicherlich einen der besten und innovativsten Dermatologen nahezu auf der Welt. Und das Konzept ist etwas, was so ein bisschen die altertümlichen Hautkonzepte und hautärztlichen Behandlungen eigentlich in den Schatten stellt. Und da wir geschult worden sind und auch lizenziert sind, dieses Konzept durchführen zu können in der EU, und ich bin Medical Advisor für ZO Skin Health für Deutschland, ist es mir ganz besonders wichtig, dieses außerordentliche und dieses ganz, ganz besondere Konzept eben auch einmal darzustellen. Wenn Sie mich fragen, ist es das effektivste Hautprogramm, was wir haben zur Hautgesundheit, um Pigmentstörungen, um auch solare Keratosen, um den normalen Alterungsprozess auch aufzuhalten, weil wir dürfen nicht vergessen, gesunde Haut ist Luxus. Und gesunde Haut braucht auch wenig Make-up. Und das sind alles Dinge, die wir so nebenbei eigentlich bemerken, aber nicht so richtig wahrgenommen haben. Bis auf die letzten Jahre, wo jetzt immer mehr auch der Beauty-Markt auf das Hautbild fokussiert. Und wir haben als therapeutischen Aspekt und eigentlich als Hauptfokus den ZO Skin Health Circle. Das ist ein therapeutischer Ansatz von Dr. Zain Obagi, der uns Ärzten, die wir so praktizieren, eben eine Anleitung gibt, einen Faden gibt, um Hautgesundheit zu erreichen, indem wir dort Aspekte haben aus Therapeutik, Aspekte aus Prävention, Lichtschutzfaktoren, die normale Daily Skincare für die junge Haut, damit sie erst gar nicht erkrankt, indem sie nämlich herkömmliche Kosmetikprodukte auf die Haut schmieren und auch das Verständnis zur Haut selber. Wie klassifizieren wir Haut? Warum ist Haut krank, wenn sie denn krank ist? Und was ist auch gesunde Haut? Und ich denke, dass das etwas ist, was absolut innovativ ist, was absolut neu ist und mit diesem Konzept können wir erstens jede Haut gesund machen und zweitens auch jeden Hauttyp behandeln. Was ist das Besondere an ZO Skin Health? Ja, nun, in erster Linie, ganz klar gesagt, ist der Meister der Haut. Dr. Zain Obagi selber ist natürlich das ganz Besondere an ZO Skin Health, weil er der innovative Kopf ist und er nicht nur als Dermatologe, sondern auch als Pathologe über viele Jahre hinweg dann ein Konzept entwickelt hat, wie wir alle im Grunde genommen zu gesunder Haut kommen können. Was sicherlich neu ist und innovativ ist, ist die Klassifikation von Haut. Das heißt, wir haben nicht mehr Fitzpatrick-Hauttypen, die uns im Grunde genommen gar nichts aussagen darüber, wie wir Haut zu therapieren haben, sondern wir haben eine neue Einteilung von Hauttypen, 3 Stück, Original, Deviated and Complex Skin Types, die uns im Grunde genommen klassifizieren und aussagen, wie wird die Haut reagieren auf Prozeduren, wie wird die Haut reagieren auf tiefe Peelings, wenn wir sie machen, wie wird die Haut davon profitieren, wenn wir sie bei Hyperpigmentierung effektiv behandeln. Und das alles sind sicherlich Dinge, die sehr neu sind und sehr innovativ sind und deswegen eben auch so diese hervorragenden Ergebnisse zutage führen. Was einzigartig ist an ZO Skin Health und damit eben auch an Dr. Zain Obagi, ist sicherlich die Klassifikation gesunder Haut.
Denn wenn Sie in alte dermatologische Lehrbücher kommen, dann sehen Sie immer nur, das wird über kranke Haut gesprochen. Aber keiner hat sich bisher überlegt, was ist denn gesunde Haut? Wie muss gesunde Haut denn überhaupt aussehen? Und da sage ich Ihnen ganz klar, gesunde Haut ist eigentlich die Haut eines Babys. Und das Baby kommt mit glatter Haut zur Welt. Das Baby kommt auch mit einer porenreinen Haut zur Welt. Und der Grund, warum es mittlerweile durch die Jahre uns abhanden kommt, ist, weil wir entweder falsch schmieren, zu viel schmieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum Männer in der Regel eine bessere Haut haben als Frauen, weil die schmieren einfach nicht so viel. Und ich finde das Bewusstsein, dass wenn wir eincremen, dass wenn wir unsere Haut pflegen und unsere Haut bedarf einer Pflege, dann müssen wir es richtig tun. Wenn wir es nicht richtig tun, lassen wir es lieber ganz. Was ist das Problem kranker Haut? Nun, in erster Linie müssen wir uns darüber bewusst sein, was ist kranke Haut. Und wenn wir uns bewusst darüber sind, was gesunde Haut ist, dann ist all das, wie die Babyhaut ist, all das, was nicht mehr so ist, im Grunde genommen eine kranke Haut. Kranke Haut kann Rosacea sein. Kranke Haut ist sicherlich die Haut, die an Akne leidet. Kranke Haut ist aber auch die alternde Haut und die Haut, die Sonnenschäden hat. All das sind Hauterscheinungen, die krank sind. Und an dieser Stelle muss auch bemerkt werden, dass auch Haut, die fettig ist, die großporig ist, kranke Haut ist. Weil keine Haut, die gesund ist, hat viel Talg. Und ich denke, dass genau das ist auch der Punkt, auf den wir fokussieren. Wir eliminieren Talg aus der Haut. Wir reparieren Haut. Wir machen im Grunde genommen ein Reset. Und das gelingt uns bei Hyperpigmentierung, das gelingt uns auch bei der Rosacea, die per Definition eine unheilbare Hauterkrankung ist, aber die per Definition eben auch eine Hauterkrankung ist, die mit zu viel Talg einhergeht. Und wenn es uns gelingt, diesen Talg aus der Haut effektiv rauszunehmen, und zwar nicht nur ganz kurz, sondern eben dauerhaft, dann haben wir auch die Chance, die Rosacea dauerhaft zu inaktivieren. Kranke Haut ist auch die Haut, die altert. Kranke Haut ist auch die Haut, die zu viel Sonne bekommen hat. Die solaren Keratosen, die Elastosen, die durch zu viel Sonneneinstrahlung über die Jahre entstehen. Wir nennen das in Amerika Photodamage. All das ist ebenfalls auch die kranke Haut. Und das sind alles Dinge, die wir durch ZO, die wir dank Dr. Zein Obagi alle zurücksetzen können, die wir alle reparieren können. Und ich denke, das ist das Wichtige an diesem Konzept. Wie reparieren Sie Haut? Ja, das ist die wesentliche Frage und das ist die Frage, die wir hier in der Praxis auch bei Hunderten von Patienten schon beantwortet haben und das ist im Grunde genommen auch das Konzept. Wir reparieren Haut durch Vitamin A. Und das Vitamin A, das Retinol in der Endform, ist etwas, was hochprozentig auf die Haut aufgegeben wird. Aber wenn man jetzt sagt, ja gut, das Vitamin A ist in vielen Cremes mittlerweile drin und die Kosmetikindustrie stürzt sich regelrecht nun auf Vitamin A, weil Vitamin A auch ein Anti-Aging-Agens ist, sicherlich das potenteste, was wir haben, dann muss auch hier an dieser Stelle gleich gesagt werden, es ist kaum eines dieser Vitamin A wirklich wertvoll und wirklich auch in der Lage, ein Reset, eine Reparatur der Haut durchzuführen. Warum? Erstens, Vitamin A muss in der richtigen Dosierung auf die Haut appliziert werden. Zweitens, es muss in einer richtigen Verpackung sein. Es ist nämlich lichtsensibel und luftsensibel. Und da fallen die meisten Kosmetikprodukte mit angeblichem Vitamin A schon weg. Wir brauchen Konzentrationen von Vitamin A zwischen 0,65 bis 1%, damit wir überhaupt auch in die Reparatur kommen. Und dann ist es ganz wichtig, dass natürlich nicht nur die Creme mit Vitamin A die Haut sofort in die Reparatur versetzt. Nein, wir müssen einen Zirkel haben, wir müssen ein Gesamtkonzept haben. Das heißt, die Haut, die fettig ist, muss erstmal talgfrei gemacht werden. Die Haut, die krank ist, muss natürlich erst auch einmal vorbereitet werden. Und wir bedürfen beim Vitamin A auch gewisser Transportenzyme in dem Produkt selber, was es uns ermöglicht, es auch in die tiefen Schichten einzuschleusen. Und ich denke, das ist genau der Punkt und genau der Fokus, der bei Zero Skin Health so perfektioniert ist. Das heißt, wir haben Vitamin A in der richtigen Konzentration, in der richtigen Verpackung. Und wir haben es verpackt in Struktur und Delivery Systems, also Transportenzyme, die uns gewährleisten, dass das Vitamin A überhaupt in die tiefen Hautschichten gelangen kann. Was uns aber bewusst sein muss, ist, dass kranke Haut sehr häufig eine hohe Talgproduktion hat und eine dicke Hornschicht hat.
Und wir müssen, um Vitamin A in die tiefen Hautschichten, in Stratum basale einschleusen zu können, auch uns gewisser Exfoliantien bedienen. Das heißt, es muss ein Konzept sein, was entsteht aus Enzympeelings, was mit der richtigen Reinigung einhergeht, was auch Produkte hat, die die Talgproduktion reduzieren, damit wir im Grunde genommen einen Kreislauf haben, die vorbereitend wirken auf das Vitamin A, was wir dann in hoher Potenz auf die Haut aufbringen. Und genauso reparieren wir Haut. Und wir haben in dieser Reparatur auch gewisse Reaktionen auf der Haut. Wir haben Reparaturreaktionen. Rötung, Jucken, Schuppen, subjektive Trockenheit. Das ist keine Allergie und das ist keine Hautreizung, sondern die Haut repariert aus den tiefen Schichten nach oben, um dann letztendlich damit die Hautgesundheit zu erlangen. Was gibt es noch von Zoo Skin Health? Nun, wir haben eine relativ breite Produktpalette. Wir haben einmal Zeo Skin Health aus der Health-Serie und wir haben Zeo Skin Medical, wo wir dann die medizinische Serie haben. Die Health-Serie für Patienten, die im Grunde genommen eine Hautgesundheit haben, die ihre Haut so gesund erhalten wollen, die jugendliche Haut mit der Daily Skin Care. Und wir haben dann, wenn wir Haut gesunden lassen, wenn wir Haut reparieren, wenn wir Haut therapieren, kranke Haut, haben wir die Medical-Serie, wo wir viele, viele unterschiedliche Formen von Cremes haben, von Peelings haben, mit Retinol, ohne Retinol. Wir haben auch Hydroquinon, was wir nehmen für das Aufhellen von starken Pigmentstörungen. All dieses ist dann die Medical-Serie. Das sind zwei unterschiedliche Serien, aber sie können miteinander hervorragend auch kombiniert werden. Ganz neu, und ich freue mich darüber sehr, 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 haben wir gegen Rosacea ein neues Produkt, Rosatrol, was letztendlich in Amerika schon sehr populär ist, mit hervorragenden Ergebnissen, was wir jetzt in Deutschland einführen werden, was uns im Grunde genommen möglich macht, die Rosacea in einer einzigen Creme mit natürlich Reinigung und Peelings, all das, was wir zur Hautvorbereitung immer brauchen, aber dann letztendlich in einer Creme die Rötungen der Rosacea, die Talgproduktion der Rosacea und alle kleinen Nebenwirkungen der Rosacea wie Entzündungsschübe, all das sofort eindimmt. Wir haben das in der Langzeitapplikation getestet in Amerika. Es hat ein hervorragendes Ergebnis und ich freue mich sehr, dass dieses Produkt jetzt auch in die EU kommt. Darüber hinaus haben wir auch als Body Treatment für den Körper sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben Peelings, die die Patienten zu Hause machen können, was eine unglaublich weiche Haut macht. Wir haben eine wunderbare Bodylotion und wir haben auch Wash and Scrub Kontrollsachen für die Peelings, für die Handpflege. Wir haben ein Eyelash Serum, was ich großartig finde, was eine wahnsinnige Wimpernverlängerung macht. Und wir haben natürlich in unserem Institut auch die Kabinenbehandlung nach Dr. Zeyn Obagi, wo wir wirklich Skin-Rejuvenations-Treatments haben, wo wir Hydrations-Treatments haben, aber auch Akne-Treatments, was ich finde eine sehr, sehr schöne Ergänzung ist für die Patienten, die letztendlich auch die Hautgesundheit erlangen möchten. Ja, hier zum Beispiel sieht man dann den Vorabbefund mit den starken Hyperpigmentierungen, mit den kleinen Sommersprossen überall und insgesamt ein relativ inhomogener Ton. Und hier sieht man sie jetzt danach, nach dem Zeo Skin Health Hyperpigmentierungsprogramm und auch einem Peeling, einer Peeling-Prozedur. Nur zur Information, diese Patientin ist auch ein Deviated Skin Type, das heißt, wir haben sie relativ lange vorbereitet, um dann eben hinterher auch so ein Ergebnis zu haben und nicht Gefahr zu laufen, dann doch dort auch Hyperpigmentierung hinterher zu provozieren. Hier unten sieht man es auch nochmal von der Seite in diesem Bereich und wir sehen, wie schön klar dann hinterher dieser Hauttyp geworden ist. Ja, wenn Sie die Haut sehen, und ich erkläre Ihnen einmal Haut, und wir haben drei Hauttypen, nämlich Original, Deviated und Complex Skin Types. Das heißt, Original Skin Typen erzähle ich Ihnen auch gleich, kommt gleich noch, sind die Typen von Haut, die keine Rassenmixe haben, die keine ethnischen Mixe haben. Das sind auch Hauttypen, die in ihrer Pigmentierung klar sind. Und das sind Hauttypen, die wir ganz anders vorbereiten. Die brauchen nur eine kurze Vorbereitungszeit. Die sind nicht wirklich anfällig auf Pigmentierungen. Aber die Deviated Skin Types, das heißt Mixe, ethnische Mixe, sind ganz, ganz anders zu behandeln. Das sind nämlich die Hauttypen, die auf Hyperpigmentierung viel, viel anfälliger sind. Das sind auch die Hauttypen, die wir mit Zeo Skin Health ganz, ganz anders vorbereiten müssen. Und wenn Sie diese Haut sehen, dann ist das ein typischer Deviated Skin Type, das heißt ein Mix Hauttyp und
wenn man schaut, ist es nicht nur wichtig zu gucken, wie ist die Haut strukturiert, sondern es ist auch wichtig, die Haut einmal anzufassen, denn auch die Hautdicke ist ganz entscheidend. Entscheidend für die Hautvorbereitung und eben aber auch entscheidend dafür, wie tief peelen wir Haut, wenn wir Haut peelen, wie tief dürfen wir Haut peelen. Und wenn Sie einmal schauen, dann ist diese Patientin schon durchaus ein Deviated Skin Type. Ich bin übrigens auch ein Deviated Skin Type und wir sehen Pigmentstörungen und das ist ganz, ganz normal bei diesen Hauttypen und die kann man diesen Hauttypen auch hervorragend nehmen, nur man muss sie anders vorbereiten und man muss sie anders behandeln. Und das ist einer der Grundsätze von Zeo Skin Health. Gut, und jetzt haben wir wissen, was ein Deviated Skin Type ist und wir wollen jetzt auch noch einmal schauen, was ist denn ein Original Skin Type? Das sind die, die keine Rassenmixe haben, keine ethnischen Mixe, das sind die reinen Hauttypen. Das gibt es in der sehr hellen Version, wie wir es hier jetzt haben, bei dieser Patientin, das sieht man ganz schön. Sie ist ein Original Skin Type White. Wir haben diese Original Skin Types aber auch in Asian, also in der asiatischen Form. Wir haben die Original Skin Types aber auch durchaus in der dunklen Version, also auch die farbigen Menschen haben, auch unter denen gibt es Original, Deviated und eben aber auch komplexe Skin-Typen. Und das muss man erkennen. Und wenn Sie diesen Ton sehen, das ist ein Original Skin Type, diese Patientin brauchen Sie nur kurz vorzubereiten für Peeling-Prozeduren. Sie brauchen sie nur kurz vorzubereiten für Fraxel-Laser-Prozeduren, weil der Original Skin Type dadurch definiert ist, dass er stabil ist, was alles, was postinflammatorische Hyperpigmentierung angeht. Weil er stabil ist, weil er eben nicht viel pigmentiert und deswegen kann er tief gepeelt werden, wenn wir denn wollen. Das alles geht hervorragend. Wir haben auch hier immer die Hautdicke zu prüfen und diese Haut ist jung und sie ist dazu auch noch dick und auch das ist ganz, ganz wichtig für alles, was wir tun. Und wenn wir Haut reparieren wollen, dann sehen wir bei dieser Haut, dort haben wir die Reparatur nämlich schon angefangen, sie war schwer aknelastig, sehen wir jetzt schon eine deutliche Besserung. Die Poren sind total fein, sie hat auch ganz, ganz wenig Talg nur noch, denn Talg ist immer das Problem von Akne. Es gibt gar kein anderes Problem, es ist immer Talg das Problem von Akne. Aber auch das ist etwas, was weiter noch repariert werden muss. Wir sehen auf diesen T-Zonen noch leichte Unreinheiten. Auch das wird mit Retinol, mit hochprozentigem Vitamin A weiter repariert. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Begeisterung für Haut bei Ihnen entfachen. Ich finde nach wie vor, dass das Konzept von Zeo Skin Health sicherlich eines der besten auf der Welt ist, mit hervorragenden Ergebnissen. Ich hoffe, Sie haben Gefallen gefunden an den Vorher-Nachher-Bildern. Sie haben einen Überblick darüber bekommen, was das neue Bewusstsein von gesunder Haut auch ist, was das bedeutet. Und mir persönlich ist sehr, sehr daran gelegen und Sie sehen meine Bilder auch in dem Video und Sie sehen mich auch jetzt, wie ich zu Ihnen spreche, vielleicht auch aus anderen Bildern. Sie sehen den Unterschied, den ich auch alleine Dr. Obagi und dem Konzept von Zeo Skin Health zu verdanken habe. Und ich möchte Ihnen als letztes nur mit auf den Weg geben, gesunde Haut ist Luxus. Vielen Dank.